Herzlich willkommen im Überlebensspace. Heute zu Gast Mira Kollmann. Wie ist dein Weg in die Hospizarbeit gewesen? Fängst so ein bisschen früher an, am Anfang vom Studium. Ich konnte mir wenig vorstellen in der sozialen Arbeit. Und irgendwie gab es so einen Ruf in Hospiz-Palliativbereich. Und ich habe dann ein Praktikum bei einer Sozialarbeiterin im Kliniksozialdienst gemacht, die die Palliativstation betreut hat, Onkologie und ambulant im SAPV gearbeitet hat. Also SAPV für ambulante Palliativversorgung zu Hause. Und genau, und da hat mich das irgendwie gezogen, das Thema, und habe mich dann durch verschiedene Hausarbeiten, meine Bachelorarbeit gegenüber soziale Arbeit im Kinderhospiz damit beschäftigt und habe dann also für mich war dann irgendwie klar, okay, ich möchte in dem Bereich arbeiten, und meine Traumstelle war dann im Hospiz und habe da dann auch tatsächlich eine Stelle gefunden und habe dort angefangen zu arbeiten. Wir hatten im Hospiz einen Gast, der war Mitte 50 oder so, und der kam dann irgendwann auf uns zu und hatte gesagt, er möchte noch mal Kontakt zu seiner Tochter haben. Und die hatten jahrelang keinen Kontakt, die hatten sich wie so auch zerstritten. Und er hatte aber nicht wirklich einen Kontakt. Er hatte so alte Handynummern von ihr und ihre eine alte Adresse. Und wir haben uns dann mit ihm hingesetzt und haben einen Brief formuliert an sie und ihr auch mitgeteilt, dass er im Hospiz ist und wahrscheinlich bald sterben wird. Und genau, unsere Kontaktdaten dort mit reingeschrieben und den dann abgesendet. Und dann hat die Tochter sich tatsächlich bei uns gemeldet. Und sie hatte gesagt, dass sie nächste Woche kommen wird. Und genau, wir hatten ihm das auch gesagt und haben dann aber gemerkt, dass er abbaut, also dass er körperlich immer schwächer wird, und haben dann auch die Tochter angerufen und haben gesagt, dass wir nicht wissen, ob er es bis nächste Woche schafft. Und dann kam sie auch am nächsten Tag, und dann haben die sich nochmal tatsächlich ausgesprochen. Und die Tochter hatte auch ihre Enkelin mitgebracht. Die Tochter hatte mir gegenüber gesagt, dass sie ja ganz dankbar ist, dass wir das so begleitet haben und dass das nochmal so für sie möglich war. Und das ist was mich nochmal so bestärkt hat, wie wertvoll diese Arbeit ist. Und das passiert nicht immer. So, das ist in der Zeit, wo ich im Hospiz gearbeitet habe, jetzt die Ausnahme gewesen, so, aber es passiert. Und das hat mich dann irgendwie nochmal bestärkt, so was entstehen kann, wenn man begleitet und wenn man da ist. So. Und ich habe jetzt erst vor kurzem ein Praktikum beim Bestatter gemacht, weil ich nochmal überlegt habe, ob ich Bestatterin werde. War nicht so einfach, da ein Bestattungsunternehmen zu finden, und das hat dann aber geklappt, wofür ich sehr dankbar war und bin. Und dort hatten wir dann eine Totenfürsorge mit einem Menschen, der sich suizidiert hat. Mich hat es so berührt, diesen Prozess. Am Anfang liegt da so ein nackter Mensch, und ihn dann quasi anzuziehen und mit jedem Kleidungsstück ihm so ein Stück weit die Würde zurückzugeben. Und irgendwie ist es aber auch nur eine Hülle, weil der Mensch ist irgendwie nicht mehr da, und doch ist er irgendwie da. Und dieses Paradoxe hat mich irgendwie einerseits fasziniert und andererseits aber auch berührt. Ja, den Tod auch nochmal so zu begreifen. Also ich habe im Hospiz auch schon mal eine verstorbene Person, das war mein Wunsch, mit versorgt, weil ich nochmal
auf eine andere Art und Weise. Also ich war als Sozialarbeiterin im Hospiz ja nicht in der täglichen Pflege mit den Menschen, aber ich wollte es nochmal irgendwie begreifen, was es bedeutet, dass kein Leben mehr in diesem Körper steckt so und dann auch in dieser Totenfürsorge so diesen Kopf zu heben und die Schwere und die Kälte so zu spüren. Ich finde, das Faszinierende an dieser Arbeit war so, einerseits hat es was total Technisches, also so, wie bette ich den Kopf, damit dann am Ende keine Flecken drauf sind, weil es können nochmal Körperflüssigkeiten austreten. Und wie hebe ich gewisse Körperteile an, damit ich das würdevoll den Pullover überziehen kann. Und gleichzeitig ist es aber auch so, hat es sowas Demütiges dem Leben und dem Menschen gegenüber und auf einer so ganz emotionalen Ebene auch die Begleitung von den Angehörigen in dem Prozess, den engen, geliebten Familienangehörigen zu bestatten und zu beerdigen. Und genau, also ich fange beim Elim Hospizdienst der Diakonie in Hamburg an und bilde Ehrenamtliche aus zur ehrenamtlichen Hospiz- und Sterbebegleiterin. Und genau, jede und jeder kann sich an uns wenden, der da ein Interesse verspürt, Menschen am Lebensende zu begleiten. Und genau, es wird eine Ausbildung durchlaufen, es gibt einen Vorbereitungskurs, es gibt ein Praktikum und es gibt einen Vertiefungskurs. Und wir begleiten das Ganze, wir bilden das aus und begleiten dann auch die Einsätze, die danach, wenn man sich dafür entscheidet, wirklich ehrenamtlich tätig zu sein, dann sind wir auch da und gucken, wer passt zu welchem Menschen, dass es da eine gute Beziehung und Verbindung gibt. Ein Zeitaufwand ist so, dass man schon so 2 bis 4 Stunden in der Woche aufbringen sollte. Und da kann man aber ganz gucken, so was liegt mir? Will ich eher im Pflegeheim Menschen begleiten oder zu Hause? Oder kann ich mir die Palliativstation besser vorstellen? Und dann gucken wir zusammen im individuellen Gespräch, was sind deine Stärken? Wo siehst du dich? Wo sehen wir dich? So. Und das kann dann so gemeinsam herausgefunden werden.